Ja, nee, klar, das wäre total super. Das Rezept kannst du mir mal schicken. Dann könnte ich es ja auch mal auf meinem Kochkanal für die Zuschauer kochen. Das wäre klasse. Ah, ich sehe schon, die sind schon gerade da. Das können wir dann noch besprechen. Ich rufe dich später noch mal an. Okay, ich danke dir. Ciao, ciao, mach's gut. Ach, ihr seid ja schon da. Super. Ich freue mich. Ich habe ein ganz tolles Rezept für euch heute vorbereitet. Möchtet ihr gern wissen, wie man das kocht und wie es schmeckt? Dann bleibt doch dran und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise. Air fills up my lungs and it tickles. Oh, what a joyful feeling. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unser Gericht heute habe ich wie immer für euch vorbereitet. Zuallererst brauchen wir natürlich wieder mal ein leckeres Hähnchenbrustfilet. Das habe ich natürlich von meinem Metzger des Vertrauens. Das rate ich euch natürlich auch sehr, dass ihr da mal hingeht und euch umschaut. Und esst lieber nicht zu viel Fleisch, kauft euch lieber gutes Fleisch. Darum habe ich hier ein schönes Stück Hähnchenbrustfilet. Dann brauchen wir für die Soße ein paar Kaiserschoten, 2 Händchen voll Cashewkerne. Natürlich ganz wichtig die Erdnussbutter, in dem Fall sehr cremig, ohne Stückchen. Und eine Schalottenzwiebel, ca. 400 Milliliter Schlagsahne. Das ist jetzt aber Sahne zum Kochen. Die ist 50% Fett reduziert. Ihr könnt aber auch gern Kokosnussmilch nehmen. Das liegt natürlich ganz bei euch. Und etwas Salz. Und es gibt wieder Reis dazu. Es gibt Reisbaby, weil ich mag im Moment wirklich Reis total gern. Und da messen wir ja immer pro Person circa eine Handvoll. So, jetzt fangen wir dann einfach mal an mit den Schoten. Die schneide ich jetzt noch so ein bisschen einfach so quer durch. Das sieht immer recht hübsch aus dann. Ist halt immer ein bisschen Arbeit, wenn man frische Sachen kocht. Aber ich mag es halt auch sehr gern. Weil ich war ja früher auch so eine Königin der Päckchensuppen. Und habe eigentlich auch recht spät erst angefangen. So mit dem Kochen, mit dem frischen Kochen. Ja, das ist natürlich viel einfacher und es geht auch schneller. Jungs, wie seht denn ihr das jetzt? Ich muss jetzt schon mal fragen, weil meine Kameramänner sind nämlich im besten Alter. Wie ist denn das heute eigentlich, wenn man Frauen oder so kennenlernt? Können die alle kochen oder wie findet ihr das? Wenn jemand sagt, oh, hopp, ich habe dir ein paar Spaghetti Carbonara aus der Tüte gemacht, Schatz, schmeckt's? Wie sieht's denn aus? Magst du das? Nee, überhaupt nicht. Es schmeckt immer irgendwie gleich und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich koche mir dann lieber selber was richtig ist oder gehe zum Kühlschrank, nehme mir ein Stückchen Wurst und Brot, weil ja, war, ist nicht so. Ne? Also mich kann eine Frau damit überhaupt nicht locken. Also ich glaube das auch, weil ich muss echt sagen, ich bin ja jetzt mit meinem Liebsten schon sehr lange verheiratet. Aber das war am Anfang auch also wirklich ein Problem, weil der kannte das natürlich von zu Hause auch, das gute Essen von der Mama. Ich kenne es ja eigentlich auch. Aber man ist echt dann vielleicht auch manchmal einfach zu faul. Aber man tut sich damit nichts Gutes, weil ich habe das auch festgestellt, es geht eigentlich nicht viel schneller mit der Tütensuppe. Und auch, ich meine Spaghetti Carbonara zum Beispiel, ja, da gibt es eine Tütensuppe dafür. Wenn man da braucht man eigentlich bloß Ei, Speck, ein bisschen Parmesan. Das rührt man zusammen und macht es in die Nudeln und fertig. Und wenn ihr mal so ein leckeres Nudelrezept oder auch jetzt das hier einfach nachkocht, das sind echt nicht viel Zutaten. Wir müssen jetzt die Schoten schneiden, wir schneiden das Fleisch, wir schneiden die Zwiebeln und dann sind wir schon fertig. Und das geht ehrlich wirklich fix. Jetzt machen wir die Zwiebeln noch ein bisschen klein. Früher hat man doch auch als Mädchen sowieso, denke ich, also ich zumindest, ich habe bei meiner Mutter oft zugeguckt beim Kochen. Habe es natürlich lange nicht angewendet. Und dann denkt man sich irgendwann, ach Mensch, eigentlich könnte ich das doch auch. Das ist doch gar nicht so schwer. Drum zeige ich euch jetzt hier meine kurzen, knackigen Lieblingsrezepte. Und dann macht es mal, ladet mal eure Flamme zum Essen ein. Bekocht ihn mal so. Und ich schwöre es euch, er kommt wieder. Around the corner I'll meet you. A bit lighter, Wieder mit Bild. Mein Reiswasser. So, jetzt tun wir erstmal den Reis rein. Der kocht jetzt dann wieder seine 10 Minuten. Dann brauche ich hier
mein gutes altes Biskin. Davon nehme ich ein bisschen was in den Wok. Ich koche übrigens sehr gern mit dem Wok. Da hat man große Fläche und viel Platz. Da kommt jetzt dann das Hähnchenbrustfilet rein und wird dann schön scharf von beiden Seiten angebraten. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for. So, in dem Fett von dem angebratenen Fleisch tun wir jetzt ein bisschen die Cashewkerne anrösten mit den Zwiebeln zusammen und etwas Kaiserschoten. Aber nicht zu heiß, nicht, dass es verbrennt, nur etwas glasig andünsten und darauf achten, dass die Cashewkerne ein bisschen braune Farbe bekommen. Und unsere Schoten dazu. Und da ist er wieder, der Kindheitsgeruch. Die Zwiebel in der Pfanne, die riecht immer irgendwie total nach Kindheit, findet ihr nicht? Egal was man macht, Zwiebeln in der Pfanne mit Fett, das riecht immer gleich. Und meine Mama hat auch immer sehr deftig gekocht, da waren immer irgendwie Zwiebeln dabei. Und das hat irgendwie schöne Erinnerungen weckt, das finde ich. Ja, jetzt haben wir es soweit. Schaut mal, es ist jetzt alles schon etwas angebraten. Die Zwiebeln sind glasig, die Cashewkerne haben ein bisschen braune Farbe bekommen. Auch unsere Schoten, die sollten nicht zu sehr durch sein, die sollen ja noch ein bisschen knackig bleiben. Und dann können wir jetzt das Ganze ablöschen mit unserer Kochsahne und dann auch die Erdnussbutter mit dazugeben. So, dann den Herd noch mal ein bisschen aufdrehen, kurz aufkochen, dass sich die Erdnussbutter schön auch in der Sahne auflösen kann. Und dann geben wir das Fleisch dazu, schmecken das Ganze noch ein bisschen ab. Ich nehme jetzt bloß ein bisschen Salz. Ihr könnt natürlich auch gern noch Pfeffer dazu nehmen, aber in dem Fall mag ich es nicht so, also mache ich jetzt bloß noch ein bisschen Salz dazu. I'm so happy to see you. Viva la vida. Around the corner I'll meet you. Viva la vida. A bit lighter and free. Jetzt brauche ich noch mal schnell einen kleinen Löffel, weil ich möchte noch schnell abschmecken. Genau. Schmeckt auch ein bisschen süßlich durch die Erdnussbutter. Und jetzt machen wir dann da, im Gegenzug braucht es jetzt noch ein bisschen Salz. Das gebe ich jetzt dann noch dazu. Ja, und dann ist die Soße auch schon soweit fertig. Der Reis hier nebendran ist auch gleich dann soweit. Den kann man dann abgießen. Und dann können wir auch schon wieder unser Gericht auf dem Teller anrichten. Wie wir Reis kochen, das wisst ihr ja, haben wir ja schon oft genug gemacht. Das verlinke ich euch hier oben nochmal, da könnt ihr nochmal genau schauen. Aber es ist eigentlich ja ganz einfach. 10 Minuten in kochendes Wasser, nicht zu sehr, nur ein bisschen sprudeln. Gut. So, die Soße ist jetzt auch schön cremig geworden, wie ihr seht. Die reicht, ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Genau. Und jetzt richten wir dann unser Gericht auf dem Teller an. Bis gleich. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for viva la vida. Ja,
Ja, und fertig ist unser Menü, unsere Erdnussbuttersoße, unsere Chicken in Erdnussbuttersoße. Und es ging doch jetzt wirklich total flott. Und das kann man echt nachmachen und es schmeckt auch noch ganz klasse. Ich habe euch ja schon beim letzten Mal gezeigt, wie ich den Reis immer portioniere. Da nehme ich mir so ein kleines Gläschen. Und soll ich euch mal was sagen, was das für ein Gläschen ist? Ich halte es euch mal hier in die Kamera. Das ist ein Teelichtglas. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und die habe ich mir dann ausgespült und habe gedacht, das ist eine tolle Portion zum Portionieren für Reis. Und das habe ich mir wieder mit kaltem Wasser ein bisschen ausgespült, dass der Reis nicht dran kleben bleibt. Und dann gebe ich den Reis hier hinein und drücke ihn schön fest am Boden an. Und dann habe ich eine gute Portion, die reicht für eine Person. Wenn jemand natürlich jetzt ein großer Esser ist und sehr viel Hunger habt, dann könnt ihr auch mal so 2 Reishütchen auf den Teller geben. So, jetzt ist er voll, bisschen angedrückt. Und dann den Teller umdrehen, aufs Töpfchen, so und wieder zurück. Ein bisschen klopfen. Und dann müsste sich das lösen, voilà, und schon haben wir unser Reishütchen. Ja, und darum herum brauchen wir jetzt noch die Soße. Dann nehme ich den Deckel mal weg, den brauche ich jetzt nicht. Und dann können wir es auch schon fast servieren. Und ich finde, es schaut halt schon schön aus hier mit den grünen Schoten dazwischen. Gibt dem Ganzen noch ein bisschen Farbe, das ist besonders hübsch und auch gesund. Around the corner I'll meet you, a bit lighter and freer. I'm so happy to see you. Ach, wisst ihr, was wir heute machen? Ich habe doch hier, da. Heute garnieren wir das Ganze mit 1, 2 hübschen Minzblättern. Ich habe hier oben, da nehme ich mal eins raus. Das kann man nämlich an dem Stielchen hier, wenn man das dran lässt, in den Reis oben ein bisschen reindrücken. Und dann ist das doch auch was, oder? Ja, fertig ist unser Gericht, unser Chicken in Erdnussbuttersoße mit Cashewkernen und Kaiserschoten. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß damit beim Nachmachen. Ich räume jetzt hier erstmal einen riesen Topf weg. Wartet mal. So. Und wunderbar, weil ich muss immer aufräumen. Es geht gar nicht sonst. Und ich glaube, das kann man sich jetzt gut schmecken lassen. Und wenn ihr dann eurem neuen Freund oder eurer Flamme mal sowas serviert, naja, das gibt es ja gar nicht, dass der dann nicht begeistert sein wird und sagt, die ist echt klasse, die kann richtig kochen. Und es ist wirklich nicht schwer. Also wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Macht's gern mal nach, wenn ihr auch asiatische Gerichte sehr gern mögt mit Reis. Da gibt es so viele Möglichkeiten und eine davon war eben diese, eins auch meiner Lieblingsasiatischen Gerichte. Besucht mich doch auch gern mal auf Instagram oder Facebook, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, denn dann sehen wir uns wieder am Sonntag um 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Bis dahin, alles Gute, eure Joanna aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Ciao, macht's gut! The air fills up my lungs and it tickles. Oh, what a joyful feeling.